Herzlich willkommen zu einem Collector Booster Opening von Dominaria Remastered. Ich bin sehr gespannt. Ich mache jetzt zum ersten Mal davon Produkt auf und schauen wir mal, was so Cooles drin ist. Habe ja schon ein paar Openings online gesehen und ich bin echt gespannt, was da heute so drin sein könnte. Dann schauen wir mal. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Karten anordne, wenn ich sie ablege. Mal schauen. Auf jeden Fall, genau. Die Booster hier zur Seite. Genau, und jetzt schauen wir mal rein. Es gibt ja einige gute Karten. Es gibt die Tutoren, es gibt Forces of Will, Ursa Incubator. Gibt ja einige gute Sachen. Dann schauen wir mal, was wir hier so drin haben. Bin echt schon sehr, sehr gespannt. Muss mal schauen, wie wir die Karten am besten aufmachen. Ich habe irgendwie online schon gehört, dass die Booster leicht aufgehen. Wir schauen mal. Ja, wahrscheinlich gehen sie nicht so leicht auf, wie ich mir es vorstellen würde. Aber doch, es geht. Und die seltenen Karten sind alle vorne, wenn ich es richtig gesehen habe in den Openings. Machen wir jetzt deswegen trotzdem richtig auf. Und zwar erste Karte. Ein Helm of Awakening in Retro Foil. Schon mal ganz cool. Eine Jessica's Cap. Okay, sehr schönes Artwork. Schaut sehr gut aus. Divine Sacrament. Okay, schaut auch ganz cool aus im alten Border. Und nochmal eine Jester's Cap. Okay, ein bisschen Duplication dabei. Mach es jetzt mal anders. Ich leg die mal hier so hin. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Wild Dogs. Tatjova. Nochmal Wild Dogs. Schau mal, die sind die Basic Lands in Retro voll. Die schauen schon wirklich ziemlich cool aus. Die legen wir mal extra. Storm Entity, Lightning Rift, Symbiotic Beast, Wild Dogs nochmal, Momentary Blink, Renewed Faith und noch eine Karte. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal, da war jetzt nichts Krasses dabei in dem Booster. Ob wir im nächsten ein bisschen was Heftiges so zieht. Ich meine, die Karten sind alle in Japan gedruckt worden. Das heißt natürlich, dass die Printqualität ein bisschen besser ist als erwartet. Booster gehen auch relativ leicht auf. So, haben wir hier das Token. Und fangen an mit einem Absorb. Sehr, sehr schön. Ein Decimate. Full Art, dann ein Forgotten Ancient. Auch immer schön gespielt ein Commander. Und Time Stretch. Erste Mythic. Die lege ich mal auf die Seite. Sehr, sehr cool. Und dann ein Peregrine Tag. Die schaut echt cool aus. Vorhin schaut richtig nice aus. Dann Goblin Damping Sphere. Auch eine sehr schöne Karte. Dann ein weiteres Land. Lege ich mal zur Seite. Dragonblood. Okay. Manchmal können noch coole Karten drin sein. Ein Commons, ein Uncommon Slot mit Snap zum Beispiel als Common. Oder mit Chainer's Addict oder, ja, ich glaube, die andere Karte habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall gibt es ein paar Karten, die über 5 Euro wert waren vor dem Reprint. Schauen wir mal, was wir noch cooles sehen. Am besten wäre noch so ein Enlighten Tutor, habe ich noch nicht zum Beispiel. Darüber würde ich mich ziemlich freuen. Schauen wir mal. Nächster Booster. Ein Goblin Token. Und jetzt kommt Cryptic Gateway. Als Retro-Foil. Ein Lotusblumen in Full Art. Das schaut echt schick aus. Eine Isolated Chapel. Das sind diese Länder in Retro-Border. Schaut auch ziemlich cool aus. Und noch ein Woodland Cemetery in Foil. Schaut echt auch sehr, sehr schick aus. Dann Draen's Crusade. Terror. Eine sehr, sehr bekannte Karte. Impulse. Da ist die Plains. Schaut auch sehr schön aus. Dann Teva's Runes. Genau, das sind die letzten Commons. Die hier wurde downgeschiftet von Uncommon zu Common. Remote Isle, oh shit. Spiele ich auch in Commander Remote Isle. So. Nächster Booster. Nächstes Glück. Schauen wir mal, was noch so alles drin vorkommt in dem Booster. Wie gesagt, so ein Enlighten Tutor würde ich mich sehr drüber freuen, aber es sind ja trotzdem sehr viele Commander-spielbare Karten dabei. Das ist immer sehr, sehr schön. Ein Elefant-Token. Full Art, Gauntlet of Power. Habe ich auch eine Zeit lang in Monocolored Decks gespielt in Commander. Auf jeden Fall ganz nett. So, leg's mal hier hin. Full Art. Ein Siege Gang Commander. Auch schön. Warte mal, das ist eine Mythic, ne? Legen wir mal darüber. Und noch ein Gauntlet of Power. Also Duplication ist auf jeden Fall da. Schau mal. Und ein Denizen of the Deep. Okay. Gehen wir mal dahin zur normalen
Dann haben wir noch hier weitere. Oh ja, das schaut auch ziemlich cool aus. Street Wraith wird auch gespielt. Hatte ich auch in einem Pauper-Deck mal drin. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Savannah Lions und da kommt der wunderschöne Mountain. Ja, und da sind die letzten Karten noch dabei. Undying Rage. Oh, nice. Jo. Schön, schön. So, haben schon, ich glaube, 3 Mythics. Schauen wir mal, ob noch ein paar gute dazukommen. Sylvan Library wäre zum Beispiel auch ein sehr, sehr schöner Hit. Oder Ursas Incubator. Oder Ursa, Lord High Artificer oder Yawgmoth. Gibt es einige ziemlich coole Karten hier. Ein Token. Und hier haben wir ein Retro-Art Isolated Chapel. Sehr, sehr cool. Maze of Ith in Full Art. Wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Oh, jo, da ist schon mal einer der krassen Hits. Force of Will, die teuerste Karte im Set. In Retro-Foil. Ich hoffe mal, die wird das um die 80 € sein. Wenn wir nachschauen. Danach im Video. Sehr, sehr schöner Hit. Forgotten Ancient, der Commander-Karte. Ornithopter. Oh, sehr schön. Ein Ratha Air to Keld Full Art. Schaut auch sehr, sehr cool aus. Mindstone. Und da haben wir unser schönes Land. Sehr, sehr schön. Sawtooth. Ah, da ist Snap. Das ist zum Beispiel so eine der Karten, die ist wahrscheinlich auch ein paar Euro wert. Ich lege den mal damit dazu. Die war vor dem Reprint über 5 € auf jeden Fall gewesen. Teuerste Kamen in dem Set. Okay, sehr, sehr schön. Dann, weiter geht's. Haben wir gleich die Hälfte der Booster schon durch. Auf jeden Fall suchen wir noch ein bisschen weiter, aber Force of Will ist natürlich schon ein ziemlich krasser Hit. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Schauen wir mal weiter. Ein Insect-Token. So. Da haben wir Nantuko Shade. Ich glaube, die ist nicht so krass. Retro. Dann haben wir ein Helm of Awakening in Full Art. Ich finde, die Full Art schauen immer mega cool aus. Mir gefallen einfach Full Arts am besten von allen. Ui, ein Gamble. Sehr, sehr, sehr schön. Ist einer von den Tutoren. Ja. Und ein Oversold Cemetery. Die Karte war relativ, ein bisschen teurer auch gewesen. Jetzt wurde sie in Jumpstart 2022 reprintet. Und jetzt nochmal, aber ich finde cool, ich hatte die noch nicht gehabt. Sehr, sehr schöne Sache. Ui, die Karte ist mit Sicherheit auch ein bisschen was wert. Swords to Plowshares in Retro-Foil. Schaut schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Lege ich auch mal hierher. Genau, dann haben wir hier Empty the Warren, dann einen schönen Swamp. Das schaut schon echt wunderschön aus. Und, ui, Nature's Lore. Auch sehr, sehr coole Karte in Foil. Crop Rotation, auch eine sehr, sehr gute Karte. Kann man, wenn man viele Commander-Decks spielt, kann man eigentlich im Prinzip einen Großteil davon spielen. Auch die Karte zum Beispiel habe ich in einem meiner Commander-Decks drin. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte. Ich glaube, viel besser kann es kaum noch werden. Also war ja schon ziemlich gut jetzt mit dem Retro Force of Will. Dann schauen wir mal, was noch für Mythics dazu kommen in dem Set. Sind ja, jetzt habe ich einiges verschoben. Gehen wir wieder zurück. Entschuldigung. Mache ich mal den Elefant-Token hier weg. Hunting Grounds, eine weitere Mythic. Die ist auch ziemlich nett. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kommt noch eine Mythic Legacy Weapon. Ist eine der günstigsten, glaube ich. Und dann haben wir Rith, the Awakener. Schaut auch sehr cool aus. Und ein Body Snatcher. Okay, dann kommen hier Overnice in Foil. Flame Tongue Kavo, genau. Mindstone und da ist unser schöner Mountain. Ich finde, die schauen einfach super aus. In Foil. Ui, Hightide ist auch keine schlechte Karte. Dread Return auch nicht. Kann man alles spielen. Remote Isle. Counterspell Foil. Die klassische Karte. Sehr, sehr schön. Dann zu den letzten, sind es 5? Ja, letzten 5 Boostern. Schauen wir mal, was jetzt noch am Ende auf uns wartet. Ob da noch eine großartige Überraschung dazu kommt. Und wie gesagt, der Force of Will ist ja schon mal ziemlich schön. Dann wieder ein Goblin-Token. Dann haben wir eine weitere Jester's Cap in Full Art Foil. Ich glaube, die ist nicht wirklich was wert, aber... Oh, sehr, sehr schön. Das ist einer der Tutoren, der Worldly Tutor. Der schaut echt schön aus in Full Art, meine ich. Lotus Blossom, hat man gerade eben auch schon gehabt. Boah, die habe ich auch noch nicht gehabt. Wunderschön. Yawgmoth, Throne Physician. Zum ersten Mal Modern Horizons 1 drin. Dann wurde es, glaube ich, in Time Spiral Remastered auch nochmal gedruckt. Und jetzt halt nochmal. Ja, sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Eine weitere Mythic.
Dann die Karten. Bisschen durchschauen. Da ist wieder der schöne Swamp. Schaut echt gut aus. Und dann bei den letzten Karten nochmal schnell durchgehen. Oh, Snap. Ist wieder ein ganz guter Hit auf jeden Fall. T-Res kennt man auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön Worldly Tutor. Vielleicht kommt ja noch ein Enlightened Tutor dazu. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Wie ist denn eure Erfahrung? So, habt ihr schon gedraftet? Habt ihr schon andere Booster aufgemacht? Habt ihr coole Sachen gezogen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. So, haben wir Elefant-Token. Dann, oh ja, da ist er doch. Der Enlightened Tutor, auf den ich gewartet habe. Sehr, sehr schön. Und auch noch ein Retro-Foil. Schaut echt cool aus. Wir haben so Retro-Karten. Oversoul Cemetery in Full Art. Oh yeah. Schaut auch sehr, sehr schön aus. Denizen of the Deep. Okay. Und ein weiteres Gamble. Jo, die Karte ist halt einfach auch echt gut. Eine der besten Tutoren in Rot. Und dann kommen die letzten Karten. Frantic Search, auch sehr, sehr gute Karte. Kann man natürlich in vielen Formaten spielen. Dann der Forest. Schaut echt schön aus. Dann Thriving Moor. Noch ein paar andere Karten dabei, die vielleicht noch spielbar sind. Ja, sehr schöne Karten. So, noch 3 Booster. Gleich ist es geschafft. Aber auf jeden Fall bin ich schon sehr zufrieden bis jetzt, was ich gezogen habe. Es sind auf jeden Fall sehr viele schöne Karten dabei, die man spielen kann. Manche habe ich dann auch in Full Art endlich. Ein Body Snatcher Retro Art Foil. Nochmal Enlightened Tutor und dann auch in Full Art. Sehr, sehr schön. Ich finde, die Full Art schaut einfach mega gut aus. Schaut einfach, naja. Kann ich nicht oft genug betonen. Overmaster. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. In Retro. Decimate. Wild Dogs. LOL. Street Wraith, diesmal in Old. In Retro Art. Retro Frame. Ja, schaut auch sehr gut aus. Nehme ich mal dazu. Und die Insel schaut echt klasse aus. Also, das Foiling schaut echt cool aus. Dann Turnabout, Congregate, Slippery Cast. Gehen wir mal ein bisschen drüber über die Karten. Sind meistens nicht so krasse dabei, aber wie gesagt, es gibt ja Uncommons und Commons. Die sind ein bisschen teurer. So, jetzt bin ich hier mal echt gespannt, was die letzten 2 Booster noch hergeben, aber ich bin, wie gesagt, soweit schon echt zufrieden. Ich glaube auch, dass die Kartenpreise deutlich fallen werden. Aber das schaut schon mal gut aus. So, was haben wir als Exploration in Retro Art Foil. Ja, das ist eine sehr, sehr beliebte Karte. Die war vorher bei 20 Euro. In Retro Art Foil ist die auch bestimmt einiges wert. Chainer, Dementia Master Full Art. Sehr, sehr schön. Ein Pyre Zombie, okay. Ein Shivan Dragon, das ist die, soweit ich weiß, eine der ikonischsten Karten. Ich habe bloß noch nicht gespielt, als die Karte rauskam und anscheinend früher mal sehr, sehr stark war. Uiuiui, Chainer's Edict, die ist mit Sicherheit auch ein bisschen was wert. Vor allem, weil die in Foil ist, in Full Art. Oh, die schaut richtig gut aus. Sehr, sehr schön. Ratha, auch sehr cool. Renewed Faith. Okay, da kommt unser wunderschöner Retro Foil Mountain. Serra Angel. Und da kommen die letzten Karten noch zum Vorschein. Lal. Ja. Cloud of Ferris. Immer im letzten Slot, aber wie gesagt, sehr, sehr schöne Karte auf jeden Fall. So, letzte Booster. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht mehr davon sehen wollt, Openings oder so weiter, dann abonniert doch den Kanal. Schreibt gleich drunter, welche Karten euch besonders gefallen von dem Set. Das würde mich sehr interessieren. So, als letzter Booster schauen wir mal rein. Da haben wir ein Insekt. Decimate Full Art Foil. Die ist, glaube ich, nichts wert, aber schaut trotzdem sehr schön aus. So, Wrath of God. Sehr, sehr cool. Die Karte habe ich auch noch nicht gehabt. Eine der besten Wraths in Weiß auf jeden Fall. Schaut schon echt sehr schön aus. Ein Cryptic Gateway, okay. Und ein Spinal Embrace. Ich lege die Karten irgendwie voll random irgendwie hin. Egal. Spinal Embrace. Okay, wie gesagt, Chainer denkt auch sehr schön. Mishas Factory. Da kommt der letzte, Retro-Foil. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Openings sehen wollt, welche Karten euch gefallen haben. Lasst mich gerne wissen. Ansonsten solltet ihr das Video jetzt sehen, bevor die nächste Folge rauskommt vom Podcast. Ich gehe nochmal schnell über die großen Hits drüber. Wir haben den Yawgmoth,
Legacy Weapon ist jetzt nicht teuer, weil soweit ich weiß, Hunting Grounds, zumindest ein Retro-Foil, schaut echt cool aus. Force of Will, die teuerste Karte im Set. Gauntlets of Powers und ein Time Stretch. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann am Freitag zum Podcast. Bis dann!